Willkommen bei der Late Late Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf die sogenannte Schuldenbremse. Oder, wie der Gegenspieler der Schuldenbremse, die Anti-Schuldenbremse auch sagen würde, hey yo, hast du schon gehört? Teslas neuen Straßenpanzer kann man schon mit $100 anzahlen. Hey, komm schon, das ist doch weniger als die Kosten aller CO2-Tonnen, die die aktuellen Dienstfahrzeuge der Bundesregierung verursachen. Zumindest bis 2030, wenn die Tonne bis dahin nur 10 Euro kostet. Das heißt wiederum, 10 dicke Daimler finanzieren dir schon heute den Tesla, der übermorgen vielleicht erst gar nicht geliefert wird, weil Tesla selber pleite ist. Aber it's not a trick, it's a burning Tesla. Also komm schon, lass die Kreditkarte glühen, Baby, als gäbe es kein Morgen mehr. Was es definitiv auch nicht geben wird, wenn das Inkassobüro Moskau an deiner Tür klingelt. Aber hey, das ist doch das Problem deines zukünftigen Ichs. Und denk immer an unseren gemeinsamen Slogan, es lebt sich als Regierung ganz ungeniert, ist der ganze Scheiß da draußen komplett fremdfinanziert. Das hatte sich der Berliner Bär übrigens auf die Brust tätowiert. Und so ungefähr lief das bei uns in den letzten 70 Jahren. Und vermutlich wäre das Kreditkartendurchziehen auch noch weitergegangen, hätte sich nicht eine kleine Behörde gemeldet und das unermessliche Verschulden leicht moniert. Eine kleine Behörde namens, und ich hoffe, ich spreche das jetzt hier richtig aus, namens EU. Denn im Zuge der Euro-Einführung haben sich alle Teilnehmer, außer offensichtlich Griechenland, darauf geeinigt, nicht mehr als 60% des Bruttoinlandproduktes als Staatsverschuldung zu haben und sich nur maximal 3% des BIP jedes Jahr neu zu verschulden. Und vermutlich wegen eines Tadels von Griechenland kam es dann hierzu. Beim wichtigen Thema Schuldenbremse ist man sich prinzipiell einig. Die Gegensätze zwischen reichen und armen Bundesländern sind ausgeräumt. Ab 2016 darf der Bund nur noch neue Schulden aufnehmen, die maximal 0,35% der Wirtschaftsleistung entsprechen. Das wären in normalen Jahren momentan rund 8,5 Milliarden Euro. Für die Länder gibt es eine noch strengere Regelung. Ab 2020 dürfen sie gar keine Schulden mehr machen. Ausnahmen sind selbstverständlich möglich. Für beide Bereiche gilt eine Ausnahmeregelung bei Naturkatastrophen oder bei anderen unvorhergesehenen Ereignissen und natürlich auch bei entsprechenden konjunkturellen Schwankungen, die wir gerade jetzt zum Beispiel erleben durch die Finanzmarktkrise. Allerdings für 8 Milliarden bekommt man heute ja noch nicht mal mehr einen mittelmäßigen Flughafen. Nun könnte man sich natürlich fragen, wieso ein so reiches Land wie Deutschland, dessen Wirtschaft ja fast immer boomt und deren Unternehmen von einem Rekordjahr zum nächsten Jahr so viele Schulden aufbauen konnte. Vor allem, weil wir uns ohne irgendeine Kontrolle verschulden konnten. Anstatt also mit den Mitteln zu haushalten, die uns zur Verfügung standen, haben wir uns immer weiter verschuldet. Denn der Schuldenberg war nicht unser Problem heute, sondern das irgendeiner Regierung in der Zukunft. Und jede Krise war dann auch eine willkommene Ausrede für noch mehr Schulden. Ob in den 70ern die Ölkrise, weswegen wir sonntags sogar nicht mehr Auto fahren durften. Oder dann in den 80ern bei der nächsten Ölkrise, weil sich zu viele Jugendliche zu viel Haaröl in selbige geschmiert hatten, weswegen wir sogar sonntags unsere Haare nicht mehr stylen durften. All das kostete Geld. Und richtig viel Geld kostete dann eine der größten Fehlentscheidungen der deutschen Geschichte im Jahre 1990. Und jedem sollte jetzt klar sein, wovon ich rede. Nämlich zu glauben, dass die deutsche Nationalmannschaft nach dem Gewinn des WM-Titels auf Jahre unbesiegbar wäre. Was für ein fataler und immens teurer Fehler. Ach ja, und auch die deutsche Wiedervereinigung verschlang einen Haufen Kohle. Und als Ostdeutscher kann ich nur sagen, dass da irgendwer tierisch verarscht wurde, denn heute sehe ich hier bei uns kaum blühende Landschaften, außer Geisterstädte gelten heute als Renaturalisierung. Und als Westdeutscher kann ich nur sagen, dass da irgendwer tierisch verarscht wurde. Das sieht eher danach aus, als ob die BR-Planer schon hier vorher am Werkeln waren. Nur als Staat hatten wir nie Probleme, an Geld zu kommen. Anders sah es da für die Bundesländer bzw. die Städte oder Gemeinden aus, für die die Schuldenbremse auch gilt. Und das auch nicht ohne Grund. Die Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz sind so hoch verschuldet wie in kaum einem anderen Bundesland. Um ihre Pflichtaufgaben erfüllen zu können, also zum Beispiel Sozialleistungen zu bezahlen, haben sie in 2018 5,3 Milliarden Euro Kassenkredite aufgenommen. So nennt man die Dispo-Kredite für Kommunen. Damit liegt Rheinland-Pfalz auf dem 2. Platz im Bundesvergleich. Die Stadt Pirmasens ist seit 2012 deutschlandweit die am höchsten verschuldete Kommune.
Umgerechnet steckt hier jeder Einwohner mit 8.239 € in den Miesen. Haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte? Ja, an jahrzehntelanger Misswirtschaft, auch von Seiten der Landesregierung. In Hessen hat man es geschafft zu entschulden. Hier wartet man, dass irgendein guter Onkel kommt und es bezahlt. Und das ist mehr als erschreckend. Nur war es eben auch für die Städte jahrzehntelang super einfach, sich immer weiter zu verschulden. Auch lange vor dem BR gab es schon genügend Flops, die tiefe Löcher in die Haushalte gerissen haben. Wie zum Beispiel sich Bundesliga-taugliche Fußballstadien hinzustellen, obwohl es in den Städten noch nicht einmal Profimannschaften gibt. Und ich will jetzt nicht sagen, welche Stadt sich dabei am meisten hervorgetan hat, denn das wäre ziemlich gemein gegenüber Essen, die seit Jahren pleite sind und trotzdem Rot-Weiß Essen ein Stadion für 65 Millionen hingestellt haben, bei dem die halbe zweite Bundesliga neidisch wird. Aber immerhin gewährleistet Essen damit, dass sich die Chefs von RWE und E.ON am Wurststand treffen können und dann ein Amateurspiel genießen können, zusammen mit den anderen 18 Zuschauern in dem 20.650 Zuschauer fassenden Stadion. Und auch, wo wir jetzt langsam anfangen zu überlegen, fast 3.000 Kommunen bei ihrer Verschuldung zu helfen, ist immer noch die Frage, was machen wir mit den 8.000 anderen überschuldeten Kommunen? Und nach welchem Schlüssel verteilen wir nun das Geld? Kriegen es die, die am höchsten verschuldet sind, also Städte wie Essen, die selber daran schuld sind, weil sie nicht in Kinder investierten, sondern in Prestigeobjekte des Bürgermeisters? Außerdem ist es als Staat ziemlich einfach, sich selber zu einer schwarzen Null zu verdonnern, wenn man in den Steuereinnahmen regelrecht ertrinkt. Dann ist eine Schuldenbremse in etwa so unnötig zu feiern, wie zu feiern, nun endlich einmal gesund zu leben und nicht mehr die fettigen Pommes vom Imbiss zu essen. Aber auch nur, weil man in der einen Hand einen triefenden Whopper und in der anderen Hand einen durchweichten Royal TS hält und man deshalb die fettigen Pommes nicht essen kann, weil man ja die Hände voll hat. Nur um John Bolton, mittlerweile Vollzeit-Walross, zu zitieren: "Those happy days are over." Unser Wirtschaftsboom neigt sich dem Ende und dementsprechend gibt es immer mehr Stimmen gegen die Schuldenbremse. Das kommt nun wirklich nicht alle Tage vor. Gewerkschaften und Industrieverbände einer Meinung. Heute war das so. Schulter an Schulter forderten DGB-Chef Hoffmann und BDI-Präsident Kempf das Ende der strikten Sparpolitik der Bundesregierung. Sie fordern für die kommenden 10 Jahre mindestens 450 Milliarden zusätzliche öffentliche Investitionen. Wackelt die schwarze Null? In Meseberg klare Absage von der Kanzlerin. Für mich ist auch sehr wichtig, dass wir unsere Gesamtverschuldung runterbringen konnten, jetzt wieder unter 60%. Und wir können mit dieser Haushaltspolitik auch Wachstum generieren. Und insofern ist das die Richtschnur. Und außerdem ist das alles bald nicht mehr mein Problem. Ich sitze hier noch die letzten Wochen ab, Monate ab. Und dann bin ich raus, Bitches. Mic Drop. Aber eine Abkehr von der Schuldenbremse damit zu legitimieren, dass wir nun ordentlich investieren müssen oder Konjunkturprogramme aufzulegen, ist ein gigantischer Bullshit. Unsere Taschen sind seit Jahren prall gefüllt, dank der Tatsache, dass wir durch alle Krisen geschippert sind, wie die Titanic, wäre sie die sichere Route gefahren und hätte sich nicht vom ersten Eisberg provozieren lassen. Und wir alle wissen, wie aggro Eisberge so drauf sind. Aber trotz voller Kassen schaffen wir es seit Jahren nicht, die Digitalisierung voranzubringen oder geschweige denn endlich mal unsere Infrastruktur zu sanieren. Warum? Hier wurde ich von der ARD-Rechtsabteilung gebeten, die Gründe dafür so indifferent wie möglich zu sagen, um nicht verklagt zu werden. Aber wir schaffen das alles seit Jahren nicht, weil wir zu blöd zum Scheißen sind. Also fassen wir einmal zusammen. Die Schuldenbremse war ein wichtiger Schritt, um unsere Verschuldung als Staat endlich in den Griff zu bekommen. Trotzdem hat uns die Schuldenbremse aber auch nicht davor geschützt, Flops am laufenden Band zu produzieren. Seien es milliardenteure Fregatten der Bundeswehr, die nicht schwimmen konnten, was man echt nicht von einem Schiff erwarten kann, oder das Fass ohne Boden der Pkw-Maut. Anstatt als Staat diese Konsolidierung unseres Haushaltes zu nutzen, um uns 2020 auch mal fit zu machen für das 21. Jahrhundert, immerhin nur 20 Jahre nach dem Beginn des 21. Jahrhunderts, haben wir genau das nicht geschafft, weil wir zu blöde zum Scheißen sind. Nun aber zu glauben, dass wir jetzt einfach die Schuldenbremse mal eben lockern, um dann wieder die Kreditkarte glühen zu lassen, als wäre es wieder 1950, ist Bullshit. Denn das hilft
bestenfalls den Unternehmen und deren Aktionären, aber nicht dem Staat, da dieser am Ende wieder nur auf seinen Schulden sitzen bleibt und bei diesen dann nur wieder darauf hoffen kann, dass irgendein guter Onkel kommt und es bezahlt. Wir sind als Standort in vielen Bereichen unserer Infrastruktur auf dem Level eines Entwicklungslandes, sei es der digitale Ausbau oder einfach nur mal in Brandenburg nicht im Funkloch zu sitzen. Immerhin gibt es da aber bald eine Gigafactory mit hunderten Robotern oder, wie der Brandenburger auch sagen würde, willige Sexarbeiter. Es ist fahrlässig, sich nun hinzustellen und ein Ende der Austeritätspolitik zu fordern, die man selber davor noch als beste Politik ever gefeiert hat. Und ja, ich schaue da auf dich, SPD. Und hör bitte auf, die alten Wopper aus dem Müll zu fischen. Du bist immerhin die älteste Partei Deutschlands. Bewahre dir bitte einen Rest deiner Würde und mach das genauso wie die vielen Wähler, die du verprellt hast, und gehe zu den Tafeln. Vielleicht erdet dich das ja. Das war's wieder von der Show für heute. Aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Late News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.